herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Kati. Schön, dass ihr da seid oder vielleicht auch neu zu uns gefunden habt. Je nachdem. Ja, ihr hattet mich ja gebeten, hier zu meinem Bündchen ein kleines Video zu machen. Und dem Wunsch komme ich natürlich gerne nach. Ich habe, ihr seht es hier, die Reihen komplett in einem gehäkelt und ich zeige euch jetzt einfach in so einem kleinen Abschnitt, wie ich das gemacht habe. Ja, also wenn ihr in Runden strickt, also von oben nach unten, zum Beispiel in RVO, also ein Raglan von oben, dann müsst ihr die Bündchen extra häkeln. Aber wenn ihr in diesen langen Reihen häkelt, ja, also sozusagen, dass hier Schultern und Kopf ist und hier eure Hüfte hingeht, ja, also in diesen langen Reihen, dann könnt ihr das Bündchen schon dran häkeln. Und das habe ich hier bei dem Pullover gemacht. Er ist noch nicht ganz fertig, aber trotzdem wollte ich euch gerne das Video zu diesen Bündchen hier trotzdem machen und zeigen. Ja, ja. Wir starten einmal. Moment, schulde ich kurz ein Stückchen näher. Mit unserem Garn. Ich habe jetzt hier ein beliebiges Garn und ich habe eine 5er Nadel, 5,5er. Das sieht man, glaube ich. Und da macht ihr als erstes mal euren Maschenanschlag. So. Und jetzt häkeln wir als erstes unsere Luftmaschenreihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ich finde, bei 8 Maschen, finde ich, ist das eine gute Anzahl, damit unser Bündchen gut rüberkommt. Ich hole mir mal ganz kurz einen Markierer. Und dann markiere ich mir meine 8. Luftmasche, damit ich immer weiß, wie ich starten muss oder wann ich mit meinem Bündchen starte. So, das sind 8. So, und am besten arbeiten wir mit 20. Dann machen wir noch unsere 12 Maschen oben drauf. 10. So, jetzt haben wir unsere Luftmaschenkette. Wir machen eine Wendeluftmasche und arbeiten hier in unseren, in dieses hintere Maschenglied, in diesen Hubbel, also nicht vorne in unser V, sondern hinten dran. Da arbeite ich jetzt noch einmal eine Reihe feste Maschen drüber. Ja? Die arbeite ich auch bis unten hindurch, bis ich am Ende bin. Ist ein bisschen friemelig, aber das schafft ihr schon. Ich hoffe, ihr seht das gut. Auch jetzt mit dem, wisst ihr, was wir machen könnten? Weil das helle Garn und dann das andere helle ist wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Ich glaube, so seht ihr das vielleicht sogar ein bisschen besser.
Nadelstärke, Garn, das könnt ihr alles variieren, wie ihr möchtet. Das ist komplett euch überlassen. Wie gesagt, mein Pullover hier, den häkle ich mit der 5,5er Nadel, wie ich jetzt auch hier die habe. Und den habe ich so genau so angeschlagen. Ich werde euch auch das Muster zeigen und dann werde ich das ja, nach dem, weiß noch nicht, wie ich es nennen werde, muss ich mal schauen. Da muss ich mir noch Gedanken machen. So, am Anfang kringelt sich das so ein bisschen, aber je mehr rein ihr drüber setzt, umso besser fällt das nachher. Ja. So. Jetzt müssen wir gleich noch mal drauf achten. Hier ist jetzt unsere 8. Masche. Das heißt, hier hole ich meinen Maschenmarkierer raus. Lege ihn kurz rüber und häkle meine feste Masche drauf und markieren mir nochmal. Und jetzt mit den festen Maschen einfach weiter. Die Markierung könnt ihr auch weglassen, wenn ihr wisst, wo es ist, oder wenn ihr euch das abzählt, dann könnt ihr das natürlich auch weglassen. Nur ich finde es so entspannter, so brauche ich nicht zu zählen. Ich sehe gleich, ach, hier ist mein Anfang vom Bündchen und dann weiß ich, dass ich da anders häkel. So, ihr seht es, hier häkle ich jetzt auch erstmal noch unsere festen Maschen drauf. Noch 2 Stück. Und die letzte 2. So, und wir haben unseren Start sozusagen. Jetzt machen wir eine Wendeluftmasche und wenden die Arbeit. Und jetzt starten wir mit unserem Bündchenmuster. Das heißt, ihr habt ja eure Wendeluftmasche, habt den Anschlag drauf und hier vorne in die erste Masche, dort, da in den hinteren Faden von eurem V, hier, da stecht ihr ein, so dass ihr nur eine Schlaufe habt. Die andere ist vor der Nadel. Holt den Faden und macht eine feste Masche. Also, ihr seht euer V hier. Ihr nehmt die Nadel, geht in den hinteren, also in den Faden, der von euch weg zeigt, holt den Faden, habt 2 Maschen auf der Nadel und mascht sie zusammen ab. Also wieder das V, hinterer Faden, Faden holen. Und das macht ihr, bis ihr eure 8 Maschen voll habt. Ja. So, noch 2. Der hintere. Ihr müsst euch jetzt immer merken, bei euren Bündchen, ihr geht immer in die Masche, die von euch weg zeigt, in den Faden. So, und der letzte. So. Und jetzt nehme ich mir noch mal meinen Markierer und setze ihn um. Na, falsch rumgedreht. Ja. So. Und jetzt für das Muster von dem Pulli starten wir mit halben Stäbchen, die wir auch in das hintere Maschenglied von unserem V machen. Also in den hinteren Fadenbereich. Also
Einmal Faden holen, in den hinteren Fadenbereich einstechen, Faden holen und alles zusammen abmaschen. Faden holen, hinterer Faden holen und abmaschen. Und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr wieder am Ende von eurer Arbeit seid. Also bei dem Muster arbeiten wir immer, oder ich habe mich dafür entschieden, immer in den hinteren Faden zu arbeiten. Wenn ihr jetzt sagt, ich arbeite aber den vorderen, dann müsst ihr das halt beibehalten. Sonst sieht man das nachher bei eurer Arbeit. Ja? Also dann kommt das Muster halt nicht so gut raus, wenn ihr das jedes Mal wechselt. Ja? Und so habt ihr es schön einheitlich. Ihr seht es hier unten ist sozusagen hier jetzt der Faden. Moment, das hier. Ja? So, wie gesagt, das machen wir jetzt bis zum Ende. Immer in das hintere Maschenglied einstechen, Faden holen und durch alle 3 durch. Also die halben Stäbchen arbeiten. So, die letzte Masche nicht vergessen. Ja. Und ihr seht es schon hier, es zieht sich schon so ein bisschen zusammen. Ja. Jetzt machen wir noch mal eine Luftmasche, wenden unsere Arbeit und für das Muster hier mit den kleinen Löchlein drin, da gehen wir jetzt hin, wir holen den Faden und stechen hier in den Faden, der euch anschaut, hier der, also sozusagen der Buckel der Masche, wo wir eben auch die festen Maschen reingehäkelt haben. Da stechen wir ein, also das V oben wird ignoriert und wir stechen hier in den hinteren Faden von unten ein. Holen den Faden, haben 3 Schlaufen auf der Nadel, dann holen wir noch einmal den Faden und stechen auch in die nächste ein. Also hier ist das V. Ich hoffe, man sieht das. Da ist unser V. Und wir stechen aber hier hinten in den ein. So, Moment, ich drehe es euch gerade mal, weil dann seht ihr, hier ist noch unser V drauf. Ja? Wir holen den Faden und jetzt wird alles zusammen abgemascht. Und eine Masche drauf. Also noch einmal. Hier in unseren hinteren Faden. Das V liegt vorne. Wir holen den Faden, machen einen Umschlag auf unsere Nadel in die nächste Masche. Das V ist vorne, holen den Faden und maschen alles zusammen ab. Und eine Masche drauf. Also wir haben 2 Maschen sozusagen zusammengefasst, machen aber trotzdem noch mal eine Masche als Ersatz. Also kommen wir auch wieder auf unsere 2 Maschen. Also und noch einmal Faden holen und noch einmal. Ja? Und Masche drauf. So. In den unteren Faden einstechen, Faden holen, einstechen in den unteren Faden, Faden holen und zusammen abmaschen. Und Masche. Noch einmal. Faden holen und noch einmal Faden holen und abmaschen. Und Masche. So. Und noch einmal. Ein letztes Mal, weil ihr seht, hier ist unsere Markierung. Hier müssen wir mit dem Bündchen starten. Faden holen und im nächsten auch nochmal. Und zusammen abmaschen und denkt an die Masche, dass man die noch hat.
So, das ist jetzt die Arbeit sozusagen von hinten. Und so sieht es von vorne aus. Ja? So, jetzt sind wir ja wieder hier bei unseren Bündchen. Und das wird jetzt mit festen Maschen gehäkelt. Ich nehme meine Markierung gerade raus. Und ich habe euch ja gesagt, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr den Faden zu euch hinnehmt oder den Faden von euch weg. Ich hatte ja gesagt, ich entscheide mich für den Faden weg. Und das heißt, ich steche von meinem V in den Faden, der von mir weg zeigt, ein, hole den Faden und mache eine feste Masche. Ja, also hier ist unser V. Ich nehme den hinteren Faden, steche durch, hole den Faden und noch einmal. So, hier jetzt auch nochmal der hintere Faden. Und dann bis zum Schluss. Bei der letzten Masche, das mache ich aber nur auf der Rückrunde sozusagen, steche ich durch beide durch. Also da hole ich den kompletten. Das V, dass ich hier zwei Fäden drauf habe. Also meine Schlaufe und dann das V von der Masche. Ich hole den Faden und masche es ab. Ja. So, eine Luftmasche. Und ihr seht es, es kommt unser Bündchen hier zustande. Also noch einmal in den hinteren, in den hinteren Faden einstechen von unserer Masche, Faden holen und abmaschen. So, 1, 2, 3, ich habe jetzt meinen Markierer nicht gesetzt, 4, 5, 6, muss ich noch mal gucken, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7 und 8. So, einmal markieren. Und jetzt kommen wieder unsere halben Stäbchen in unseren hinteren Faden von unserem V. Und wieder in jede Masche ein halbes Stäbchen. Bis zum Schluss. Bis die Reihe fertig ist. Ja. Ups. Dann kann man das schön arbeiten. Ich finde, das hier ist auch ein schönes, einfaches Muster. Da muss man sich nicht so stark konzentrieren. Man kann das einfach arbeiten. Und wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, hat man das auch ganz schnell drin. Und ich finde, es kommt schön raus. So, hier sind wir jetzt an unserem kleinen Geknuddel. Das ist immer so ein bisschen tricky hier jetzt. Ihr holt den Faden und schaut, hier vorne, das ist von meiner Masche. Hier ist mein V. Und ihr seht, bei dem V ist hinten dran direkt nochmal der Faden von der anderen Masche. Könnt ihr euch so ein bisschen rüberholen, dann habt ihr euer V. Und dann stecht ihr nur durch den einen Faden von hinten ein, holt den Faden und mascht ab. So, und das ist das ganze Hexenwerk sozusagen von dem Bündchen. Ich fand das so schön einfach. Machen wir noch mal die Runde zurück. Also eine Wendeluftmasche,
die Arbeit einmal wenden, Faden holen und ihr seht es schon, hier vorne sind unsere Vs und hier hinten ist der Faden, der zu euch zeigt, dieses Mal. Wir stechen von unten nach oben durch den Faden und noch einmal und maschen alles zusammen ab. Eine Masche und noch einmal Faden auf die Nadel für die halben Stäbchen, Faden holen und noch einmal und alles zusammen abmaschen und Masche. Oh, was sagt ihr? Gar nicht so schwer, oder? So, und das Ganze macht ihr jetzt wieder, bis wir hier bei der Markierung sind. Ich muss mir gerade mal ein bisschen Faden locker ziehen, damit das funktioniert. So. Und dann noch ein letztes Mal und wir sind wieder an dem Übergang zu dem Bündchen. So. Also hier ist unser Bündchen. Das heißt, hier kommen wieder die festen Maschen rein in unser V. Da müsst ihr dann die Arbeit so ein bisschen drehen. Ihr seht es, die Masche hier zeigt auch stark von mir weg. Das heißt, ich drehe mir die Arbeit so ein bisschen und hole mir die Masche. Der hintere Faden. Sechs und die 7. Und jetzt hier die 8. hole ich einmal komplett auf die Nadel und mache eine feste Masche. 8. So, eine Wendeluftmasche und man kann die Arbeit wenden. Ja, und das ist eigentlich das Ganze, wie ich das Bündchen unten anhäkel. Wie gesagt, hier ist dann Kopf und hier die Beine. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich hoffe, das ist für euch verständlich gewesen. Hier seht ihr noch mal ein bisschen besser das Muster. Und wenn ihr das halt immer weiter hochhäkelt, ja, also immer mehr rein drauf kommen, umso besser kommt nachher das Bündchen raus. Ja, ihr seht es hier. Und ihr seht auch, wie der Pulli sich hier sozusagen hier unten so zusammenzieht. Also wie beim richtigen Bündchen, was ihr dran häkelt, wenn ihr von oben häkelt und das Bündchen vielleicht extra dran macht. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das kleine, kurze Anleitungsvideo gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Däumchen da, wenn ihr mögt. Oder wenn Fragen unklar sind, könnt ihr mir auch gerne Bescheid sagen. Ihr könnt mir schreiben, ich habe mir jetzt einen Facebook-Account gemacht. Könnt ihr ja mal schauen. Also wenn irgendwas unklar ist, sagt einfach Bescheid. Ich helfe euch gern weiter. Oder falls ihr Tipps und Tricks habt, könnt ihr mir auch Bescheid sagen. Ja, dann hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!